So, herzlich willkommen zum neuen Film. Wir sind immer noch im Mofakult Hauptquartier und der Oli ist bei uns, Oli Huber von Undermotorized Idiots. Der Undermotorized Idiots. Der himself. Dr. Idiot himself. Und sein wunderschöner Frankensteiger. Wie ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, wir sind dran für den Oli, der auf eine lange Reise geht, 2 Motoren zurecht zu machen. Und zwar sind das Belmondo-Motoren. Für den Grund haben wir auch den Dominik da, Dominik Lehnherr, Professor auf Belmondo und Zündab-Motoren. Wir bauen 2 Setups auf. Im letzten Video haben wir alles auseinandergenommen, sind jetzt noch am Teile putzen und nachher werden die 2 Motoren zusammenbauen. Einmal ein 39er, original, und einmal ein 44er, der dann richtig rabiate Leistung hat, wo wir als Backup mit auf den Weg gehen. Wenn ihr wollt wissen, was alles passiert ist, letztes Video schauen. Der Oli erzählt ein bisschen von seiner Geschichte. Wir bauen jetzt hier alles zusammen und hoffentlich sehen wir das Ding heute Abend noch fahren. Gottes Willen, ja. Gut, auf das aber zuerst mal ein... Ah nein, das ist schon fertig. Wie geht's? Danke, Roger. Umbierchen. Müssen wir noch vielleicht rausschneiden, wer weiß. Nein, müssen wir nicht. Das ist alkoholfrei. Ah, Was weißt du? Fabian. Auf deine mutige Reise. Ah, ich dachte schon auf meine Mutter. auf meine Mutter können wir auch trinken. Können Sie rein, können Sie rausschauen. Oder ich fall um. So, die Mannschaft versammelt. Köbi ist sich noch einpacken. Jetzt geht es vor allem um den Dominik. Aber wie gesagt, das ist unsere Quelle von Know-how, die wir heute hier haben. Das Stöckli-Buben Toggenburg, das sind die verrücktesten. Auch die sind die härtesten. Sie gehen mit den Höbel jeden Sommer in die Töffli-Ferien. Das sind Leute bis 30, meistens Italien, Frankreich, Österreich. Gehen sehr weit. Ich mit meinem Dialekt habe es so schwer, dass ich es bis heute noch nicht geschafft habe, zum TBT zu kommen. Aber sobald ich keine Frau und Kind mehr habe, bin ich dann auch im TBT, weil dann habe ich wieder Zeit. Sobald ich kein Kind mehr habe. Die Strafanzeige ist raus. So, ihr Lieben, genug Werbung gemacht. Also. Jetzt wird Know-how geballert. Wir machen heute erst den 39er und nachher den 44er. Beim 39 hast ja du gerade noch gesagt, Trick beim Zylinder noch ein bisschen bearbeiten. Ja. Darf man da der Welt bekannt geben, was man da genau machen kann? Wir sagen es nicht, wir verraten es nicht, aber wenn ihr aufmerksam schaut, sehen das vielleicht, was passiert. Bauen wir den Gehäuse zusammen, bauen den 39er auf, unten machen, oben fahren, alles andere sehen wir. Ich finde jetzt wirklich so ein bisschen unnütz. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt auch so ein bisschen zurück. Du bist doch sowieso schon im Bier. Filmst ein bisschen da. Weißt du jetzt, wie es geht? Lass mich noch 2 Bier drüber nachdenken, dann habe ich es vielleicht verstanden. Ein Wunderwerk badischer Ingenieurskunst ist diese Superkonstruktion in der Lampe. Sag mal, ist denn das legal hier? Das ist ja vom Bosch. So, da habe ich ein bisschen gebastelt. Cables for days, mit Lichterklemmen. Oh, what the fuck? Ja, irgendwie muss es ja halten. Holy shit! Ja komm! Das muss ja Das ist irgendwie doch halten. keine Gewichtsoptimierung, so etwas. Das ist Isolierung für da Kabel. wohl eine ganze... So. Und jetzt kommt das Allergeilste. Was ist das? Das ist meine Lampe da drin. Umgebaut auf H4-Fassung. Ja, mit so viel Kit kann ich auch umbauen. Ah, das ist die einzige BA20 bei uns, aber die hat bei uns kein Pfaus. Hä? Die hat bei uns kein Pfaus. 6 Volt, 18 Watt. Innen, die Kontakte bitte putzen. Ja, jetzt ist ja auch Die alles... sind noch schwarz. Deswegen ging mir vielleicht auch manchmal das Licht einfach aus. Einfach raus. 4 Moderatoren haben wir da. Affengeil. Ja, 4 Plus. Ich habe das Gefühl, der hat am meisten Know-how. Ich glaube, dem wieder ein bisschen zu da. Gut, wir bauen ja hier um auf eben einen 39er
Schweizer Zylinder. Das heisst, wir haben auch einen kleineren Einlass. Dominik ist auch noch gewaltige Baustelle am machen. Einmessen und alles ist ja momentan die Sache. Nachher kommt dann der Zylinder. Ja, seht dort noch den Einlass. Machen wir vielleicht noch ein bisschen auf. Ich wollte jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Und dann gehen wir anstatt auf den 16er SRF-Vergaser, der hier einfach dran ist, dort haben wir dann aufs grosse Setup, nehmen wir einen 12er Black Edition Vergaser. Wir müssen natürlich jetzt die Häuser ein bisschen anpassen. Übergangsstückchen für den Luftfilter und so. Bauen wir alles zusammen. Hoffen wir alles heute noch fertig. Dann sieht das Ding wenigstens noch schnurren. Vielleicht morgen dann noch fahren. Und weil der Roger mich jetzt ganz fragend angeschaut hat, wieso 39? Bei Belmondo, bei Zündatmotor ist 39 normal. Die haben ein bisschen kürzeren Hub, darum ein bisschen mehr Zylinderdurchmesser. Durch das auch 50 Kubik, also alles legal, keine Sorge. Ja, dann drücken wir jetzt das drauf hier. Oh, die Hochzeit. Das macht Musik. Falsche Musik. Ja. Ja, was? Dann mache ich gerade als Seitentest einen Höbel an der Wand. Quanto costa? Quanta costa? 1000! Grazie! Scheiße, der dreht! Junger Vater! Hier haben wir ja den Einlass eines Schweizer Zylinders. Wir reden da von 9 mm. Wir gehen jetzt auf 12. Was ich noch will, ist 2 Schutzbrüllen. Ja, ja. Ist der Kolben noch drin? So, während die anderen da hinten Zylinder vergewaltigen, kommt hier die Zündung rein. VEC ist jetzt drin. Ist der nächste Tag. Wir haben den nächsten Tag. Wir haben gestern noch gefeiert, dass der erste Motor fast zusammen ist. Jetzt sind wir so weit, dass Zylinderkopf, Kolben, alles zusammengestoßen werden kann. Das Motor unten kommt. Dominik hat da Vorarbeit geleistet wie ein junger Weltmeister. Wenn er mal irgendetwas braucht, Belmondo-Zeug da, das ist so ein Mann. Motor ist ready, macht das Ding rein. Jetzt. Menschen, die Kettenschütze verbauen. Das nicht. Hauptsache der Motor ist neu gemacht. Ja. Oha! Rally. Motor ist drunter, Zündfunken haben wir. Ich würde sagen, wir starten das Ding und wir probieren es mal. Lass knacken. Eintreten. Oha. Oh, jetzt ist was weggefallen. Läuft sicher schon mal. Müssen wir die Düse jetzt schon etwas machen? Ja. Noch ein bisschen besser, ja. Ja. Schrauben. Bis die Muttern tanzen. Ah. Gut, das tut auch. Fein abstimmen noch ein bisschen. Dann das Ding rausnehmen und Probefahrt. Dann sehen wir uns draußen. Aber erstmal Käffchen. Das sieht gut aus, Calimero. Also, alles zusammen, Motor und wie soll ich sagen, die Abstimmung ist so weitgehend ist gemacht. Wir werden jetzt natürlich ein paar Fahrtaufnahmen machen. Calimero ist parat. Wir machen ein paar Fahrtaufnahmen für euch und schauen nachher, wie das Ganze läuft, oder? Kicken wir an die Bude. Call me the Joker, call me the fool. When she calls, I always seem to lose my cool. Baby, I'm just a moth to your plane. And don't you know that
Probefahrt war ein Erfolg. Motor ölt nicht. Kompliment an dich an dieser Stelle. Kompliment an dich, dass du auf so einem Sattel ohne Händchen fahren kannst. Somit steht eigentlich deinem Start nichts im Weg an die Reise. Der zweite Motor bauen wir noch auf. Der dann eben mit ein bisschen mehr Kubik, mit ein bisschen mehr Pupf. Aber eben durch Deutschland durch. Jetzt ist ja bis an die Schweizer Grenze läuft er noch 30. Ab dort dann 40. Den haben wir jetzt mal so eingestellt. Für euch ist jetzt aber wichtig, eben nicht vergessen bei ihm Instagram unter Undermotorized Idiots. Unbedingt auf Instagram folgen. Und bei ihm natürlich auch viel Liebe da lassen. Bei dir ist Toni Belmondo Instagram. wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Belmondo-Sachen, er ist da der Papst Ja, da muss in der ich Schweiz. Wann geht's bei dir los? Vielleicht nochmal? Mitte April Mitte April. fahre ich erst noch mal zu euch. Dann Solange wir noch haben. Wir schauen, dass wir vielleicht auch mal auf Instagram oder so ein bisschen reposten, was Gerne, du so machst. Dass natürlich. die Community kann dranbleiben. Für euch natürlich, wenn ihr so Shit nicht verpassen. Abo, Like da lassen. Nehmt viel Liebe für die zwei da. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächstes Video von mir verkauft. Macht's gut, bis dann und ciao. Ciao. Und merci vielmals. Geil! Vorsicht!